wo Deutschland Verantwortung für die eigene Sicherheit und für die Sicherheit in Europa stärker übernimmt. Das werden wir jetzt auch in unserem Grundgesetz widerspiegeln. Wir werden morgen in einer historischen Entscheidung unsere Sicherheit im Grundgesetz integriert anlegen, die die Sicherheit stärkt, die Ukraine stärker unterstützt und zusätzliche massive Gelder für Infrastruktur in die Hände nimmt. Eine starke und souveräne Ukraine ist unser Ziel. Dafür braucht es eine Position der Stärke, gerade auch für die Verhandlung mit Putins Russland. Dafür ist nicht nur eine Stärkung unserer Verteidigungsfähigkeit wichtig, sondern auch ein rascher und ehrgeiziger Beschluss, den UN und ausgewählten Organisationen weitere 300 Millionen Euro für diesen friedlichen Prozess und für die Menschen in Syrien und für die Menschen in der Region zur Verfügung stellen. Hey Leute, haltet euch fest. Baerbock dreht den Geldhahn auf, ohne mit der Wimper zu zucken. 7 Milliarden für die Ukraine, 300 Millionen für Syrien und das ist nur der Anfang. Darum wird wohl das Sondervermögen aufgenommen, damit sie noch mehr verschenken kann. Während du für alles mehr zahlen musst, haut sie unser Geld raus, als wäre Spielgeld. Und das Beste, sie verkauft es als unsere Sicherheit. Für wen eigentlich? Schau dir an, wie sie in nur wenigen Stunden Millionen und Milliarden verteilt. Und sag mir, ob du damit einverstanden bist. Liken, abonnieren und vor allem kommentieren, weil die Wahrheit endlich ausgesprochen werden muss. Auf geht's! Ja, es gibt immer mehr Hoffnung, kann man sagen, für die Ukraine. Morgen wollen Donald Trump und Wladimir Putin sprechen über eine Waffenruhe. Aber heute schon beraten die Außenminister der Europäischen Union in Brüssel. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas drängt dabei auf weitere Milliardenhilfen für das von Russland angegriffene Land. Und natürlich ist für Deutschland auch Annalena Baerbock mit dabei. Wir wollen einmal hören, wie sie sich vor dem Treffen äußert. Thank you. Good morning, einen schönen guten Morgen. Ich komme gerade vom G7-Ministerinnen-Treffen aus Kanada. Und dies wie jenseits des Atlantiks spüren wir, dass wir in eine neue Phase unserer Sicherheit eintreten. Wir müssen Sicherheit stärker in die eigenen Hände nehmen. Wir müssen Sicherheit stark und vor allen Dingen integriert denken. Das haben wir in Deutschland vor 2 Jahren in unserer nationalen Sicherheitsstrategie angelegt. Eine integrierte Sicherheit, die innere und äußere Sicherheit zusammendenkt, wo Deutschland Verantwortung für die eigene Sicherheit und für die Sicherheit in Europa stärker übernimmt. Das werden wir jetzt auch in unserem Grundgesetz widerspiegeln. Wir werden morgen in einer historischen Entscheidung unsere Sicherheit im Grundgesetz integriert anlegen, mit einer Verfassungsänderung, die Sicherheit zusammendenkt, die die Sicherheit stärkt, die Ukraine stärker unterstützt und zusätzliche massive Gelder für Infrastruktur in die Hände nimmt. Das ist ein starkes Zeichen, dass Deutschland es ernst meint für die eigene Sicherheit, für die Sicherheit der Ukraine und für die Sicherheit Europas. Dafür ist auch wichtig, dass wir zusätzlich zu den Investitionen in Sicherheit und Infrastruktur im Grundgesetz jetzt endlich weitere 3 Milliarden Euro für unsere Ukraine-Unterstützung in 2025 bereitstellen. Damit wird Deutschland weiter 7 Milliarden Euro für die Ukraine wie auch im vergangenen Jahr zur Verfügung stellen. Wir füllen damit die Waagschale für unsere eigene Sicherheit, für die Sicherheit in Europa und für die Sicherheit der Ukraine. Und diese Waagschale muss jetzt auch in Brüssel weiter gestärkt werden. Dafür ist es wichtig, dass wir die Maastricht-Kriterien überarbeiten, dass wir eine Flexibilisierung für unsere Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit auch gemeinsam in Europa schaffen. Eine starke und souveräne Ukraine ist unser Ziel. Dafür braucht es eine Position der Stärke, gerade auch für die Verhandlung mit Putins Russland.
Dafür ist nicht nur eine Stärkung unserer Verteidigungsfähigkeit wichtig, sondern auch ein rascher und ehrgeiziger Beschluss auf der EU-Staats- und Regierungschefsebene für unsere militärische Unterstützung. Wir werden heute bei der Syrien-Konferenz mit der Unterstützung, die wir hier bereitstellen, deutlich machen: Wir stehen ein für die Menschen in Syrien. Wir erwarten einen inklusiven Prozess, an dem alle beteiligt sind. Deutschland wird für diese Mammutaufgabe den UN und ausgewählten Organisationen weitere 300 Millionen Euro für diesen friedlichen Prozess und für die Menschen in Syrien und für die Menschen in der Region zur Verfügung stellen. Baerbocks Milliardenwahnsinn. Wann reicht es endlich? Wenn Annalena Baerbock sagt, sie spricht im Namen Deutschland, dann muss ich eines klarstellen: Für mich spricht sie nicht und für viele andere Deutsche auch nicht. 7 Milliarden für die Ukraine, 300 Millionen für Syrien, und das, während wir hier in Deutschland jeden Cent zweimal umdrehen müssen. Ist es nicht schon schlimm genug, dass wir hier alles für syrische Migranten bezahlen? Warum zum Teufel müssen dann auch noch radikale Kräfte vor Ort mit Geldgeschenken überzogen werden? 300 Millionen einfach rausgehauen. Man fasst sich echt an den Kopf. Und dann wundert sich diese Regierung, dass die Menschen sauer sind. Mit diesem Geld hätte man in Deutschland so viel Gutes tun können. Rentnern ein würdiges Leben ermöglichen, Schulen sanieren, Straßen reparieren. Aber nein, Baerbock verteilt lieber unser hart erarbeitetes Geld in aller Welt und verkauft das Ganze als unsere Sicherheit. Was für eine dreiste Lüge. Und mal ehrlich, wie kann man so eine Politikerin, die kaum einen vernünftigen Satz herausbekommt, unser Land vertreten? Sie ruiniert Deutschlands Ansehen, verschenkt unseren Wohlstand und handelt völlig verantwortungslos. Leute, es reicht. Diese Frau muss gestoppt werden. Wir dürfen nicht länger zuschauen, wie unser Land an die Wand gefahren wird. Lasst uns aufstehen und der Politik klarmachen, nicht in unserem Namen. So Leute, das musste raus. Baerbock haut unser Geld raus, als gäbe es kein Morgen. Und wir sollen stillhalten, nicht mit uns. Lasst eure Meinung in die Kommentare da. Liked das Video, abonniert den Kanal und teilt es, damit jeder sieht, was hier passiert. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt kritisch.